Die Zukunft von Assassin's Creed wurde gestern enthüllt. 6 neue Assassin's Creed Teile wird es geben und die schauen wir uns heute im Detail an. Gestern war ja die Ubisoft Forward und ich bin immer noch verdammt müde tatsächlich. Ändert aber nichts daran, dass wir uns heute das mal angucken. Wenn ihr weitere Videos von Assassin's Creed sehen wollt, dann wisst ihr natürlich, hier seid ihr richtig. Abo-Knopf einmal drücken und die Glocke dabei aktivieren. Aber lasst uns nun zu den Ankündigungen springen. Zuallererst natürlich wurde, wie auch schon in vielen Leaks bekannt gegeben, Assassin's Creed Mirage offiziell angekündigt und wir haben sogar ganz Ubisoft-gerecht einen Trailer gesehen. Den werde ich mit euch in einem anderen Video detaillierter auseinandernehmen, aber wir sehen basically die Entwicklung von Basim zum Assassinen, wie er vom Dieb zum Assassinen wird. Und sehen dabei viele Charaktere. Wir sehen viele Hommagen, also viele, ja, ich sag mal, Easter Eggs kann man sagen, zu älteren Teilen, zum Beispiel auch zu Assassin's Creed 2, zu AC1 sowieso. Wir sehen verschiedene Fertigkeiten von Basim und wir haben auch ein paar Artworks bekommen, die wir uns mal gemeinsam jetzt anschauen werden. Unter anderem sehen wir hier natürlich Masyaf, die haben wir auch im Trailer gesehen, die Festung, wie sie noch nicht fertiggestellt ist, aber das sieht aus wie Ingame-Grafik, das heißt, wir können wahrscheinlich auch nach Masyaf sogar, was mich mega freut. Wir werden diese Festung also besuchen können. Dann sehen wir natürlich hier in diesem Bild Bagdad und wir sehen, wie dicht diese Stadt wirklich ist. Wir sehen noch nicht viele Leute tatsächlich, allerdings sehen wir eine Menge Gebäude und Menge Pflanzen und natürlich Basim, wie er das Ganze überwacht. Dieses Bild haben wir auch schon teilweise im Trailer gesehen und zwar hat Basim Fertigkeiten in Form von Bomben, sei es Rauchbomben, Giftbomben oder auch, die Gegner hatten das im Trailer, die Feuerbomben und hier sehen wir auch nochmal, wie Basim gerade entkommt. So im Nahbereich muss ich sagen, sehen die Texturen nicht ganz so geil aus, hier an der Hauswand, allerdings ist das, sage ich mal, auch jetzt nur wahrscheinlich eine Alpha-Aufnahme, von daher eigentlich ganz okay. Eine Kampfszene haben wir auch noch bekommen. Wir sehen hier die typischen persischen Kämpfer und natürlich Basim mit seinem Schwert. Auch in einem älteren Zeitpunkt, glaube ich. Denn seine Kutte ist hier nicht mehr blau, sondern rot. Das ist ein Hinweis darauf, dass er da im Rang aufgestiegen ist. Und wir sehen auch, er hat hier die versteckte Klinge und einen Dolch, den wir wahrscheinlich später auch bekommen werden und einen grünen Ring. Ich weiß gar nicht, ob er den in Valhalla schon hatte. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das wisst. Ja, jetzt nicht so aussagekräftig. Und natürlich hier ganz klar, he's ready für das Doppelattentat, hat die versteckte Klinge schon ausgefahren. Und wir sehen auch hier den grünen Ring wieder. Das könnte wirklich der Connect zu Loki sein vielleicht. Muss man mal gucken. Und ich weiß immer noch nicht, wie er dieses Doppelattentat machen wird. Er wird es auf jeden Fall irgendwie machen. Und das waren die Artworks. Das ist aber nicht das Einzige, wir haben auch noch eine Collectors Edition bekommen. Die Übersicht dazu gebe ich euch natürlich auch noch, aber wir haben hier natürlich ein Collectors Case, die Deluxe Edition, ein Steelbook, wo wir das Design als Fans auswählen können, eine Statue, wo etwas Arabisches draufsteht mit Basim on top, eine Karte von Bagdad, ein physisches Artbook, eine Brosche von Basim, wo ich nicht weiß, was das ist, und ein Deluxe-Paket, wo wir im Grunde eine Mikrotransaktion bekommen und ein digitales Artbook und einen digitalen Soundtrack. Ich habe dann noch einen exklusiven Einblick in Assassin's Creed Mirage letzte Woche bekommen. Da habe ich ein paar Details erfahren, die bespreche ich mit euch in einem anderen Video, natürlich hier auf meinem Kanal. Dann ganz groß auf jeden Fall, Codename Red wurde angekündigt mit einem kurzen Trailer. Assassin's Creed Japan spielt im feudalen Japan, also ich gehe mal davon aus, was ist das, 13. 14. bis 15. Jahrhundert, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, wird von dem Studio Ubisoft Quebec kreiert. Assassin's Creed Odyssey haben die ja gemacht in Syndicate und die haben wahrscheinlich mit dem Ende von Odyssey angefangen, dieses Spiel zu entwickeln. Bedeutet also, wir können uns vielleicht schon im Jahr 2024 darauf vorbereiten oder Ende 2023, dass dieses Spiel kommen könnte. So viel ist dazu noch nicht bekannt. Das ist auf jeden Fall ein AAA-Titel, kein kleines Assassin's Creed und wird Teil des Infinity Hubs, aber dazu später mehr im Video, denn da haben wir auch mehr Infos bekommen. Das ist aber nicht der einzige AAA-Titel, den wir bekommen haben. Wir haben Codename Hexe als dritten Assassin's Creed-Teil bekommen. Und zwar wurde da ein Trailer gezeigt aus einem Wald, wo wir dann so aus Zweigen geformten Assassinenkranz sehen und danach wird das Logo kurz revealed. Das Logo von den Assassinen mit Zweigen und dahinter, darauf liegen quasi ein Pentagramm mit verschiedenen Buchstaben. Assassin's Creed
Community, Passwort, Geheimsprachen, Chef, Access the Animals hat es auch schon gelöst. Ich werde euch das Ganze morgen bzw. heute vielleicht noch präsentieren. Auf jeden Fall können wir daraus schließen, dass dieses Spiel zur Hexenverfolgung im Jahr 1621, also im 17. Jahrhundert spielt. In Deutschland, in Würzburg vielleicht sogar oder vielleicht sogar in Köln. Man weiß es nicht, weil da hat ja Assassin's Creed Valhalla auch Verbindungen geschaffen über die Assassinenbüros. Und dementsprechend wird das auf jeden Fall thematisch wichtig sein, denke ich, in diesem Spiel. Codename Hexe, ne? Hexe ist ja auch das deutsche Wort für Zauberer oder Zauberin. Genau, wird auf jeden Fall von Ubisoft Montreal entwickelt. Das ist ja gerade noch mit Valhalla beschäftigt. Ich denke nicht mehr das gesamte Team von Montreal, allerdings ein kleines Team noch. Und der Rest vom Team ist schon dran, Hexe zu bearbeiten. Sie möchten sich jetzt mehr Zeit lassen für Assassin's Creed Teile. Für Odyssey haben sie sich, glaube ich, 3 Jahre Zeit gelassen. Jetzt für Red nehmen sich wahrscheinlich 4 Jahre Zeit, und wenn ich mir überlege, von diesem Jahr an 4 Jahre, dann kriegen wir dieses Spiel Codename Hexe im Jahr 2026 und nicht im Jahr 2025. Es wird ein bisschen anders, es wird kein RPG-Game. Codename Red wird das klassische bzw. eine Evolutionsstufe des Open-World-RPG-Designs von Assassin's Creed sein. Codename Hexe, laut einem Interview mit dem, ja, nicht CEO, sondern von dem Chef von Assassin's Creed, von der Brand, Coté heißt er mit Nachnamen, hat er gesagt, Hexe wird ein bisschen anders sein. Das Ganze wird von Ubisoft Montreal entwickelt, und die sind ja momentan noch mit Valhalla beschäftigt, natürlich nicht das gesamte Team, allerdings noch ein kleines. Der Rest arbeitet jetzt wahrscheinlich schon an Codename Hexe, und wenn Ubisoft sich ein wenig mehr Zeit lässt, dann können wir dieses Spiel in ungefähr 4 Jahren erwarten. Das bedeutet im Jahr 2026 oder im Jahr 2025. Dann müssen wir mal gucken. Bin ich auf jeden Fall gespannt, was da denn alles kommen wird. Es geht auf jeden Fall gleich weiter. Wenn euch aber diese Infos gefallen haben und geholfen haben, dann gebt mir doch gerne mal einen Daumen nach oben. Für dieses Video würde ich mich freuen. Lasst uns mit dem nächsten Assassin's Creed loslegen. Und zwar Assassin's Creed Codename Jade oder Jade. Das Ganze spielt in China im Jahr 215 vor Christus, dementsprechend in der, ja, im antiken China, und wir haben da auch einen Trailer bekommen mit tatsächlich mehr Inhalt. Wir haben Ingame-Grafik bekommen. Das heißt, dieses Spiel könnten wir vielleicht sogar schon früher bekommen. Bin ich sehr gespannt. So viel ist noch nicht bekannt. Für ein Mobile-Game sieht die Grafik aber schon heftig aus. Das Ganze wird auch ein RPG-Action-Adventure-Game sein, wird natürlich für mobile Geräte verfügbar sein und ist kostenlos tatsächlich. Also wir können erwarten, dass es da Mikrotransaktionen geben wird, da bin ich mir sicher. Ihr könnt euren eigenen Charakter erstellen und quasi eine einzigartige, unabhängige Geschichte erleben. Und dann haben wir noch 2 Games, nämlich einmal das Assassin's Creed Netflix Game, was nur für Netflix auf deren Plattform entwickelt wird. Und dazu gibt es noch gar nicht so viel, was wir wissen. Und es gibt noch ein Assassin's Creed, und zwar Assassin's Creed Invictus. Presse wurde eingeladen nach Paris, und dort wurden ja, Bilder gezeigt im Grunde. Bilder, eine Präsentation gezeigt, wo darüber gesprochen wurde, hey, Codename Invictus wird quasi ein Standalone-Game, könnte ein Standalone-Game werden, in der Infinity Engine, sage ich jetzt mal, also im Infinity Hub. Und was da genau gemacht wird, wie das Ganze funktioniert, das ist noch nicht wirklich bekannt. Wir wissen nur, dass wir alte Charaktere spielen können aus dem Assassin's Creed Universum und auch alte Gegner sehen werden, wie zum Beispiel den Minotaurus aus Assassin's Creed Odyssey. Und wie sieht es mit Infinity aus? Naja, das wurde auch angesprochen. Infinity wird, wie schon gesagt, eine Art Hub sein, wo verschiedene Assassin's Creed Teile alt oder neu gespielt werden können. Es ist nicht nur so eine Art Launcher, sondern es soll viel, viel mehr werden. Es soll so ein bisschen, ja, diese Animus-Erfahrung mit einbringen, und Mehrspieleroptionen, wie gesagt, habt ihr auch gerade gehört, wird es auch dann in der Zukunft geben. Ich kann mir auch vorstellen, dass diese Plattform als News-Plattform genutzt wird, als Lexikon, dass man dort alles findet, wenn man möchte. Man kann dort spielen, man kann dort sich belesen zu Assassin's Creed-Themen, man kann dort vielleicht auch Dinge teilen, also dass das so eine Art Instagram für Assassin's Creed wird. Bin ich mir ziemlich sicher, dass es in diese Richtung gehen wird. Und wir, glaube ich, ein schönes Erlebnis haben werden. Und Infinity, es wurde im Grunde angekündigt auch, wird nach dem Jahr 2023 rauskommen. Hier im Video hat er gesagt, in the coming years, also das wird noch ein bisschen dauern. Ich denke mal, mit dem Release von Assassin's Creed Hexe könnten wir wirklich Assassin's Creed Infinity bekommen, also 2025, 2026.
Es gibt mittlerweile schon viel detailliertere Informationen zu Infinity, zu Mirage, zu allen anderen Teilen. Die werde ich in separaten Videos natürlich besprechen. Das wäre jetzt zu lang für dieses Video hier. Ich wollte euch eine Übersicht schaffen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch jetzt gerne hier Liebe da in irgendeiner Form, wie ihr möchtet. Ich würde mich jetzt verabschieden. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich bedanke mich bei euch für den Support und ja, bis dahin, Freunde. Vergesst beim Abonnieren nicht die Glocke. Das wisst ihr, da würde nicht nur ich mich freuen, sondern auch der liebe Eivor. Was? Höre ich da die Glocke? Nice. Jetzt heißt es für euch abwarten und Met trinken. Auf dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, euer Eivor.